Los geht's. Es wird immer anstrengender. Erfahrung, die am nächsten an meinem Tod dran ist. Wir sind jetzt fast startklar. Also ich habe jetzt schon Brote geschmiert und den Rucksack gepackt, um Richtung Oldonyo-Lengai aufzubrechen. Also wir fahren gleich zum Busbahnhof, fahren dann nach Mto-Mbabu. Und ja, von da aus gucken wir mal. Dann haben wir noch ungefähr so 70, 80 Kilometer, die wir irgendwie überbrücken müssen. Den Rucksack nehmen wir mit. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir da oben ankommen werden. Auf dem Weg. Mal sehen, ob wir jetzt direkt einen Bus kriegen. Der Busstand in Arusha ist ein zentraler Ort in der Stadt. Die Händler versuchen dort, alles Mögliche zu verkaufen, auch direkt an den Fensterscheiben. Das macht diesen Ort zu einem anstrengenden Erlebnis, vor allem für Touristen. In Tansania ist es Standard, dass die Kinder aufstehen, wenn Erwachsene dazukommen. Die Kinder bekommen dann Plätze auf Lehnen oder einem Schoß. Wir sind jetzt im Bus. Mal gucken, wann der abfährt. Der ist auf jeden Fall voll. Ich glaube, wir haben jetzt eine halbe Stunde, glaube ich, im Bus gesessen. Bis er losfuhr. Im Bus waren übrigens typisch tansanisch viel mehr Leute als Sitze. Nach 3,5 Stunden für 113 Kilometer kamen wir in Mto-Mbabu an. Wir sind jetzt hier angekommen und Daniel musste erstmal auf Klo und ist jetzt in dieser attraktiv aussehenden Holzhütte. Für die Wanderung kauften wir noch ein paar Snacks. Man ja noch Mandasen und sowas. Willst du? Ja. Okay. Wir haben uns jetzt hier noch einen Snack gegönnt. Und wir warten jetzt auf unser Auto. Wir haben jetzt wohl jemanden gefunden, der uns mit dem Auto da hinfahren kann. Und ja, der besorgt uns dann auch den Guide. Und aktuell sieht es auf jeden Fall so aus, als würde das deutlich billiger werden als bei dieser komischen Organisation, mit der ich gestern geschrieben habe. Es bleibt aber noch spannend. Nach super langen 3 Stunden ging es endlich weiter. Was macht der? Jetzt sitzen wir hier mitten in der Pampa und warten schon wieder. Ja, es kommt, wie es kommen musste. Der Platte ist da. Platte-Reifen, mit dem wir schon ewig gewartet haben, bis es überhaupt losgeht. Immerhin haben sie Ersatzreifen dabei. Oh, der ist aber gut platt, ey. Bin mal gespannt. Der Plan war eigentlich, dass wir erstmal entspannt hinfahren. Da hatten wir noch so 1 Uhr, wie wir da waren im letzten Dorf. Und dann da noch gemütlich was essen, uns noch ein bisschen ausruhen und dann entspannt noch was früher losgehen, so gegen 9 oder so, schon mal hoch. Und dann irgendwo auf dem Weg dann nochmal ein Päuschen machen und dann weitergehen. Weil die normale Tour eigentlich erst um 11 Uhr startet. Und dann können wir das alles so ein bisschen entspannter angehen. Ja, nachdem wir dann von 1 Uhr an irgendwie noch 3 Stunden gebraucht haben, bis es losging. Und jetzt noch einen Platten haben, wo es immer noch dran sind. Wer weiß, wie lange das dauert, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, so langsam fängt es an, dunkler zu werden. Ja, mal sehen, ob wir es jetzt noch schaffen, irgendwie was zu essen. Und vor allen Dingen noch irgendwie was auszuruhen. Also wenn, dann wahrscheinlich eher, wenn wir dann auch wirklich erst um 11 losgehen. Und dann gibt es dann mitten auf dem Weg dann eher nur noch kürzere Päuschen, anstatt wirklich was Längeres. Sonst schaffen wir das alles gar nicht. Ja, also mal sehen, ob das noch was wird hier. Aber an sich, der Ort hier sieht schon ziemlich geil aus. Das im Hintergrund ist der Ngorongoro-Krater. Und der geht hier komplett lang. Richtig groß. Guck mal, direkt am Fluss hier. Wir sind eben durch einen durchgefahren, der was Ja. kennt. Ja. Der Weg nach Ngare Sero erinnert an die weiße Maasai, vorbei an wenigen winzigen Dörfern, mitten durch die Wildnis Tansanias, auf unbefestigten Straßen.
Also sind jetzt nochmal wieder zugestiegen vom Straßenrand und langsam wird es hier ziemlich voll. Und einer von denen muss jetzt aufs Dach wechseln. In der Regel fährt man in einem solchen Safari-Auto mit maximal 8 Personen. Das war der Vulkan und da kommt auch oben ein bisschen Rauch raus von der Lava. Der Oldonyo Lengai ist ein besonderer Vulkan, denn er ist weltweit der einzige aktive Vulkan mit Carbonatitlava. Das Besondere daran ist, dass die Lava im Gegensatz zur bekannten Lava sehr schnell fließt und eine geringere Temperatur hat. Wir sind jetzt angekommen in so einem Minikaff. Irgendwie so 90 Kilometer über die unbefestigte Straße. Aber Hauptsache, hier ist ein Fernseher mit Fußball. Da ist ein Daniel. Und da wartet auf sein Essen. Jo. Ich weiß nicht, wann sind wir heute Morgen los? Kurz vor 10, wir sind ungefähr 10 Stunden unterwegs. Ja. Ungefähr 10 Stunden unterwegs für 130 Kilometer oder so. Also geisteskrank einfach. Jetzt sind wir hier angekommen und wir haben vorher einen Guide kennengelernt in dem Dorf vorher. Und durch den haben wir es hergeschafft und er hat uns jetzt Essen besorgt. Und jetzt essen wir erstmal gemütlich Reis mit Gemüse und Bohnen. Kostet wahrscheinlich 2.500, wenn ich das auf der Karte richtig Also lese. weniger Maximal als 1 Euro. 3.000. Weniger als 1 Euro. Jo, guten. Also, wir sind jetzt, haben fertig gegessen und alle Bezahlungen getätigt für die Tour. Ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt mal eben so 300 Euro abgedrückt. Wir haben den Fahrer schon bezahlt, was ich normal nicht so kenne, keine Ahnung. Alles halt hier in dem kleinen, einfach einen Plastiktisch hier, alles geklärt. Unser Guide bereitet jetzt alles vor und der Fahrer ist halt so lange jetzt noch weg. Wir treffen uns erst um 10:30 wieder. Das ist so in 1,5 Stunden. Und ich bin mal gespannt, ob wir die nochmal wiedersehen, ob die sich jetzt mit 300 Euro einen schönen Abend noch machen und wir hier gestrandet sind. Schauen wir mal. Was denkst du? Ich glaube, die kommen wieder. Gut. Ja. Die wollen nicht, dass ich Amok laufe. Das wollen die nicht. Wäre auf jeden Fall sonst eine tolle Erfahrung, nach so einem absoluten Höllentrip hierher zu kommen. Echt scheiße war. Und dann noch komplett übers Ohr gehauen zu werden für 300 Euro wäre schon echt. Aber wir hatten eine Gratis-Safari. Wir haben Giraffen gesehen und Zebras und Gnus und Gazellen und so einen komischen Vogel, dessen Namen ich vergessen habe. Ja, die Gratis-Safari für umgerechnet 10 Euro pro Person. Die aber auch absolut scheiße war sonst, bis auf dass man ein paar Tiere gucken konnte. Ja, voll super. Ja? Ich sehe alles. Ja, okay. Also ich muss zwar so machen, aber es geht. So, los geht's. Boah, mir ist was in den Mund geflogen. Wir sind jetzt unterwegs, also wir sind jetzt gerade losgegangen. Und es fuckt übelst ab, wie viele Viecher einem entgegenfliegen, dadurch, dass man so eine Kopflampe bei hat. Ich bin schon froh, dass ich die an der Brust habe und nicht an meinem Kopf. Ja, jetzt wandern wir mal gemütlich. Ich hab die Lampe Um gerade 11:30 los. Und 6 Stunden rauf oder so. Oder 5. Ja, mal gucken. Aber stell mal vor, wir hätten jetzt komplett Thermosachen an, wird eingehen. Ja, auf jeden Fall. Ne, Thermosachen brauchen wir auf jeden Fall noch nicht. Boah, da reckt man hier richtig Abfuck. Ich wollte gerade irgendwas an mir rumzubbeln und merke einfach, meine Jacke ist weg. Ich hatte mir die so umgebunden und die ist einfach weg. Ja, das wäre witzig geworden, wenn ich das gar nicht gemerkt hätte. Oh, jetzt ist der Guide nochmal runtergerannt. Der ist gefühlt gleich wieder am Auto. Um meine Jacke zu suchen. Klasse. Ich hoffe, der findet die. Jetzt habe ich ein Problem. Ist doch scheiße. Ja, da kommt wieder. Ich weiß aber nicht, ob der die hat. Oh Mann, Chessmacken. Nervt mich nicht. Wir fahren jetzt. Ah, thank you. I'm sorry. So, bevor der jetzt nochmal verloren geht. Hast du dich bedankt und entschuldigt? Ja, habe ich.
kommt sie jetzt doch wieder in den Rucksack. Aber war weit, oder? Ja, übelst weit. Ich habe das nicht gemerkt, so gar nicht. Was far away, huh? Deine Unterbrechung. Not so far. Aber jetzt geht's weiter. Hoffentlich jetzt ohne irgendeinen Scheiß. Aber jetzt teilweise einfach so hohes Gras. Guck, man kommt durch. Wir sind jetzt die erste Stunde gelaufen. Und obwohl das noch der seichte Part ist, das ist todesanstrengend. Wir haben jetzt gerade Rucksacktausch gemacht. Ich trage den jetzt. Ja. Ist schon heftig. Bin wirklich gespannt, ob wir es bis oben hin schaffen. Wir sind jetzt bei der Hälfte ungefähr. Allerdings war das jetzt quasi der flache Teil. Der nächste Teil ist steiler. Ich habe jetzt mal mein T-Shirt ausgezogen und mir den Pulli angezogen und mal gucken, ob hier was rauskommt. Ja. Nicht ganz. Ja, aber es wird schon sehr nass. Ja, da war ein Tropfen. Jo. Bei der ersten Pause habe ich einen Fehler gemacht. Nee. Ich habe nichts gegessen. Machst du auch? Nee, aber gibst du mir, da kann ich mal kurz meine Jacke. Naja. Jetzt wird es mir kalt vom Rücken her. Eigentlich gar kein Hunger. Dann ist ein paar Kekse oder so. Ja, machen wir es wieder da rein. Mit das Frühstück. Ja. Der Guide meinte eben, wir haben jetzt von der Strecke her quasi die Hälfte geschafft. Also es ist nicht mehr weit, aber es ist halt super, super steil, deswegen dauert es doch ewig. Ich werde morgen so krass Blasen haben, ich sag's dir. Ja, das drückt dich ja so in den Schuh rein hier, dieses Steile. Ich glaube, das hier sind jetzt einfach diese Lava-Rinnen, oder? Tatsächlich läuft man hier nur noch über Lavaformationen. Die letzte Eruption des Oldonyo-Lengai war übrigens im Jahr 2020, also gerade einmal 4 Jahre zuvor. Dann jetzt 1:45 und so langsam ist echt richtig heftig. Ich weiß noch nicht, wie wir hier wieder runterkommen sollen, aber gut. Soll ich den Rucksack nochmal nehmen? Nee, passt schon. Boah, jetzt wird es langsam frisch, aber ich bin so geschwitzt, ich will nichts anziehen jetzt. Das sieht so krass aus, einfach die Kraterwände gehen jetzt schon über meinen Kopf hinaus. Und es wird immer anstrengender. Wir haben gerade mal 1:30. So, auf einen Vieren über die glitschigen Felsen. Es ist so krank. Ich weiß noch nicht so genau, wieso ich das unbedingt machen wollte. Ich hoffe, das lohnt sich. Ich glaube, ich habe noch nie so was Crazyes gemacht. Denke ich, wird Wenn man da runter guckt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich hochkrabbeln. Es ist einfach, es geht einfach genau gerade runter. Genau gerade. So gefühlt 90 Grad Winkel. Und es ist nicht wie bei normalen Bergen, dass du so immer so einen Kringel quasi drum rumgehst oder so. Nein, du gehst einfach straight. Komplett gerade da hoch. Das ist irre. Das ist irre. Und das ist, ich glaube, das Anstrengendste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe und in Zukunft machen werde. Ich glaube, das ist die Erfahrung, die am nächsten an meinem Tod dran ist. Ja, ich glaube das auch.
Boah, das ist alles so glitschig. Wo soll ich denn hin? Ich habe echt gedacht, ich brauche diesen komischen Stock nicht, ne, weil er mich nerven wird. Aber gerade bin ich doch ein bisschen froh. Ich glaube, auf dem Rückweg wird es Gold wert sein. Ja, hier ist sehr feucht hier oben. Und wir werden immer noch begleitet von Blitz und Donner. Das ist halt enorm. Es war so unfassbar steil. Die ganze Zeit aber. Und es war dabei auch noch irgendwie, irgendwann wurde es immer rutschiger. Das heißt, ein Fehltritt und im Endeffekt kannst du abrutschen und fliegst runter, ne? No, this was not good. Das war schon ziemlich krass. Und da habe ich mir die Sorge gemacht, dann beim Aufstieg, denke ich mir, ey, das kommst du noch nie im Leben mehr runter. Aber ich glaube, ich werde genauso runterkrabbeln, wie ich hochkomme. Ey, ich rutsche hier auf dem Arsch heute, das ist mir so egal. So nah am Boden wie möglich. Dass ich gar nicht erst fallen kann, sondern ich bin schon unten. Das Ding ist halt auch, ne, wenn du einmal hier ins Rollen kommst, dann rollst du bis ins Masaidor. Ich fühle mich wie bei Herr der Ringe auf dem Schicksalsberg, Alter, bei Gewitter so einen steilen Berg hier hochzugehen. Ja, und dann kam es, wie es sollte. Geht's? Es hat im Strömen geregnet. Und dann haben wir, also erstmal den Regen ausgesessen, so eine halbe Stunde oder so im Regen, komplett strömenden Regen, von oben bis unten klitschnass gewesen. Boah, wir sitzen gleich auch in der Suppe, ich sage dir, ich stehe jetzt auf. Ja. Alter. Wow. Fuck, es ist kalt. Innerhalb kürzester Zeit hat sich so ein Wasserfall an der Seite von den Steinen gebildet. Übelst der Wasserstrom, komplett diese Rinnen runtergelaufen, die man aber auch hochgeht. Und zu diesem Zeitpunkt waren wir sowieso schon total überanstrengt. Dieser Weg ist jetzt einfach mal ein fucking Fluss. Wie sollen wir hier wieder Wir rauskommen? müssen so oder so auf Tageslicht warten, anders geht's nicht. Ja. Also wie es geregnet hat, habe ich gedacht, okay, wir müssen jetzt safe erstmal warten, bis die Sonne aufgeht. Im Gegensatz zu uns wirkte die andere Gruppe noch voll fit. Uns wird klar, die Anreise war einfach zu anstrengend. Da können wir ganz klar sagen, ein Tag mehr einplanen ist besser als etwas Geld zu sparen. Ist einfach Horror gerade. Wir sitzen hier im Klatschregen, immer noch. Wird bestimmt eine Viertelstunde. Wird immer krasser, wir können weder rauf noch runter. Boah, ich glaube, ich habe noch nie so was Schlimmes erlebt. Wir haben uns dann entschieden, dass wir dann eben den Abstieg machen, obwohl wir tatsächlich kurz vom Ziel waren. Wir leben noch, jedenfalls so halbwegs. Wir sind auf dem Weg runter. Wir haben es leider nicht bis nach oben geschafft, weil es uns ja mit dem Regen so hart erwischt hat. Es regnet übrigens immer noch, aber nicht mehr so doll. Wir sind klatschnass, es tropft alles. Und ich habe mich so ausgelaugt, dass ich jetzt schon zweimal gekotzt habe. Und es ist noch super weit. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich bin richtig zittrig und ganz blass und ja, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwie an diesem blöden Auto jetzt ankommen und wir dann nach Hause fahren können. Ich kann nicht mehr. So sehe ich übrigens jetzt gerade aus. Ich vermute ziemlich bescheiden. Aber Daniel jetzt auch nicht mehr. Das Schlimme am Rückweg war einfach, meine Knie hatten irgendwann kein Gefühl mehr. Und da waren wir so eine halbe Stunde auf dem Rückweg. Und der Rückweg war bestimmt insgesamt auch nochmal 3-4 Stunden. Es ist noch so weit. Das ist einfach nur scheiße. Das war auf jeden Fall die beschissenste Entscheidung, die ich was Urlaubstrips angeht, jemals getroffen habe. Ganz klar. Auch wenn wir nicht oben waren, ich würde es nie wieder versuchen. Auf gar keinen Fall. Ich hatte bald bei jedem Schritt damit zu kämpfen, nicht einzuschlafen und hinzufallen. Mein Kreislauf war absolut down. Irgendwann nahm mich der Guide am Arm und schliff mich hinter sich her. Dahin müssen wir, glaube ich. Irgendwie schafften wir es doch noch zum Auto. Im Dorf stiegen wir dann nur noch schnell ins nächste Auto und traten somit direkt den Heimweg nach Arusha an. Immer noch komplett nass.
schon mal so eklige Füße gesehen? Ich wette nicht. Wir sind jetzt wieder in Arusha. Diesmal hat es nur halb so lange gedauert wie auf der Hinfahrt. Aber boah, die Füße sind so nass jetzt. Durch diesen ganzen Regen ist es so ekelhaft. Ich habe die Autofahrt hauptsächlich gepennt. Ich bin immer noch richtig fertig. Konnte wenigstens mal ein bisschen was essen. Jetzt gleich nur noch schnell unter die Dusche und ab ins Bett, ey. Wir sind so fertig. Wir brauchen jetzt aber erstmal gerade Geld, weil wir nicht mal mehr Geld für ein Picky haben. Und wir können nicht mehr den Berg hochlaufen, auf gar keinen Fall. Ja, deswegen wechselt Daniel gerade mal Geld um. Ja, wir haben es zurückgeschafft von dem Todestrip. Der Rückweg war eigentlich ziemlich entspannt, hat gut funktioniert. Ausnahmsweise mal. Gut, die Karre ist dann kurz vom Ziel noch abgesoffen, ist nicht mehr angesprungen, aber der Ersatz war innerhalb von einer Minute da und dann hat es auch gepasst. Wir sind auf jeden Fall todesfertig und haben keinen Bock mehr uns zu bewegen. Aber immer noch Bauchweh. Die ist noch mehr durch irgendwie. Was mich am meisten fickt, sind gerade echt meine Bauchschmerzen und meine Füße jucken. Gerade schon geschrubbt. Das ist krass, meine jucken gar nicht. Die so ekelhaft sind von dem ganzen Aufgeweichten. So ein bisschen aufgeweicht von hier, aber schön. Schön die typischen Seven Wheels Wildfüße. Oh yes. Oh yes. Ich glaube, so zwischen 3 und 4 Uhr morgens hat es, glaube ich, geregnet. Vielleicht noch ein bisschen früher. Und seitdem ist man halt in diesen Swimmingpool-Schuhen rumgelaufen, wo komplett Matsch und Kieselsteine drin waren. Ich hatte aber keinen Bock zwischendurch die zu entleeren. Einfach nur weiterlaufen die ganze Zeit. Dann haben wir den Abstieg gewagt. Immer noch dunkel. Eine andere Gruppe war auch noch da, ist auch wieder runtergegangen. Ja, dann sind wir auch wieder runtergegangen im Dunkeln, im Nassen. Und es hat auch noch leicht geregnet, aber dieser strömende Regenfluss, der war halt nicht mehr da. Und das hat komischerweise erstaunlich gut funktioniert. Also ich habe ein super scheiß Licht gehabt. Ich habe immer nur so, wie in so einer Dämmerung ein bisschen was gesehen. Habe eigentlich nur mit meinem Stock abgetastet, ob das fest ist oder lose und habe mich dann da drauf gestellt. Aber komischerweise war das gar kein Problem, obwohl es eben so steil war, dass man vorher auf allen Vieren hochkraxelt, konnte man das oft im Stehen runtergehen. Du hast dich selber gefragt, aber das bin ich ja alles nicht vorher hochlaufen die ganze Zeit. Also es war enorm, was das eine Strecke war. Ja, also das Schlimme war nicht, wie ich befürchtet habe, dass es zu steil ist zum Runtergehen. Das war gar kein Problem. Die Knie haben irgendwann einfach nicht mehr mitgemacht. Ich hatte kein Gefühl mehr in den Knien. Ich habe versucht, die nicht mehr zu belasten, aber es geht halt nicht, wenn du runtergehst. Du musst halt dein Knie belasten irgendwie, aber es war halt immer, es war so wackelig. Ich habe mich 1000-mal hingelatzt, bin weggerutscht, umgeknickt oder was auch immer. Und irgendwann hat das dann vom kein Gefühl aufgehört und hat einfach nur noch wehgetan. Und dann du läufst halt immer weiter, weil du musst irgendwie zum Auto kommen. Das ist ja das Ding. Dich holt da keiner raus. Der einzige Weg raus ist, du läufst.